Hallo liebe Freunde, ich grüße euch ganz herzlich aus Novosibirsk. Heute ist der 23. April 2026. Wir laufen heute zusammen in der Wohnsiedlung, wo ich mich momentan aufhalte, bei meiner Gastfamilie. Diese Wohnsiedlung heißt Усадьба Marino. Ich zeige euch einige Häuser, die hier stehen. Und dann habt ihr die Vorstellung, wie die Menschen hier wohnen. Das ist so die mittelteure Wohnsiedlung, würde ich mal sagen. Hier lebt die reiche Mittelschicht, kann man sagen, ja. Die Menschen können sich so ein Haus leisten, ein Auto. Aber gebaut wurde das Ganze etwa vor 5 Jahren vermutlich. Damals waren die Preise noch angemessen. Jetzt ist alles teuer geworden. Das seht ihr selbst und könnt vergleichen, was das kosten kann. Die Straßen sind hier schon abgenutzt, werden leider nicht ausgebessert. Meine Gastfamilie hat das Haus etwa vor 5 Jahren fertig gebaut und jetzt sind die Bauarbeiten sehr teuer. Ja, ich sehe hier sehr gemütliche und nette Häuser stehen. Diese Siedlung befindet sich nicht weit vom Flughafen Tolmatschowo. Manchmal sehe ich die Flugzeuge landen, aber sie stören überhaupt nicht, besonders wenn man im Haus drinnen sitzt. Das ist die Straße, sie heißt Kedrovaya, übersetzen kann man das als Zederstraße. Ich habe euch nur ein kleines Stück von dieser Siedlung gezeigt, damit ihr die Vorstellung habt. Und diese Straße endet hier und dann geht hier gibt es Lebensmittelgeschäft und diese Straße geht weiter und dort beginnt eine andere Siedlung, wo die Grundstücke und Häuser günstiger sind. Früher gab es dort einen Durchgang, weiß nicht, ob ihn immer noch gibt. Mal schauen. Hier endet die Straße. Das ist so Dorfstraße, hier kann man sagen, man sieht sofort. Gute Siedlung ist zu Ende und es beginnt eine billigere. Ja, es gibt doch hier einen Durchgang. Für den Kauf in der Siedlung Усадьба Marino muss man etwa mit
100.000 Euro rechnen. Es war mindestens so früher, aber jetzt haben wir in Russland die wirtschaftliche Krise und wenn man Bargeld hat, dann kann man mit dem Verkäufer verhandeln. Und in dieser Siedlung, sie heißt Le Berge, gibt es günstigere Angebote. Ich denke mal, für 60 oder für 70.000 Euro kann man hier was finden. Ich gehe hier auch jetzt so ein bisschen durch die Wohnsiedlung mal schauen, was hier los ist. Auf dem Kanal gibt es schon meine Videos von früher, die ich in den beiden Siedlungen gemacht habe. Zu finden sind sie in der Playliste Novosibirsk. Ich war hier bis heute im September des vergangenen Jahres. Das erste, was auffällt, ist die Straße. Ohne Asphalt ist sie, nur so eine Dorfstraße. Ist auch nicht schlecht. Aber hier muss man ein Auto besitzen. Bis zur Bushaltestelle muss man lange laufen. Ich denke mal, ich biege hier ab. Heute haben wir ein sehr schönes Wetter, draußen plus 10 Grad Celsius. Die Sonne scheint. Ich hoffe, wenn ich in Irkutsk zurück bin, dann gibt es dort auch genauso warmes Wetter wie hier in Novosibirsk. Das Wetter bewegt sich von West nach Ost und ich rechne damit, ich habe Glück und dann erlebe wieder warmes Wetter wie hier bei plus 10. Ruhig ist hier. Die Menschen sind zur Arbeit gefahren. Herrscht Ruhe. Der Hund bellt, wenn ein Fremder kommt. Hier sehe ich auch unterschiedliche Häuser. Es gibt billigere, es gibt auch teure Häuser. Also die Einwohner sind hier auch unterschiedlich. Und ich sehe hier auch viele leere Grundstücke, die nicht bebaut sind. Vermutlich haben die Menschen früher Grundstücke angekauft, aber haben kein Geld für den weiteren Bau. Oder bauen schon seit Jahren und können immer nicht fertig bauen. Das dauert immer, ja. Kommt drauf an, was für ein Haus man haben will. Das ist so ein Rundgang für euch, wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal neu seid. Wenn ihr mit mir schon seit Jahren seid, dann habt ihr schon meine Videos von früher gesehen, bestimmt von diesen Siedlungen. Es gibt noch eine teure Siedlung, Luxussiedlung kann man sogar sagen, sie heißt Solovje. Bei Gelegenheit will ich dort auch mal laufen. So sieht die Gegend hier aus. Die Russen bauen hohe Zäune. Man
will den Eigentum schützen vor den fremden Augen, damit die Fremden nicht sehen, wie man lebt. Das ist die russische Gewohnheit. Ich sag nochmal, diese Siedlung mit günstigeren Preisen heißt Le Berger. Man kann hier auf Dauer leben oder als Dacha benutzen. Beides ist möglich. Die Wohnung in der Stadt und hier ein Häuschen als Dacha benutzen. Warum nicht, wenn man genug Geld hat für die beiden Immobilien? Habt ihr Fragen, dann könnt ihr eure Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich denke mal, die Zeit für die Auswanderung ist vorbei. So, liebe Freunde, anschließend zu meinem Bummel durch die Siedlungen Usадьба Marino und Le Berger möchte ich euch noch den Birkenpark zeigen, der für alle Einwohner offen ist. Ich mache jetzt einen kurzen Spaziergang durch den Birkenpark, damit ihr sehen könnt, wie er aussieht. Ich weiß nicht, ob ich noch Zeit finde, um dort spazieren zu gehen. Die Zeit verläuft sehr schnell. Am kommenden Donnerstag, also in einer Woche, am 30. April, fahre ich mit dem Zug nach Irkutsk zurück. Ja, hier ist Eingang. Die Tür ist offen. Ich gehe davon aus, es gibt jetzt am Morgen nicht so viele Menschen unterwegs. Die Menschen mögen es nicht, von Fremden gefilmt werden. Deswegen vermeide ich große Menschenmassen, weil die Menschen mögen das nicht. Ich mache jetzt hier so einen Rundgang. Dieser Birkenpark befindet sich zwischen der Siedlung Usадьба Marino und der teuren Siedlung Solovyi. Den Namen Solovyi kann man als Nachtigalle übersetzen. Man hört die Vögel zwitschern. Die Luftqualität ist hier natürlich am besten. Sehr angenehm ist hier und die Menschen gehen hier gerne spazieren. Abends sehe ich hier viele Familien mit Kindern. Auch die älteren Menschen genießen ihr Leben. Und die teure Siedlung Solovyi will ich dann getrennt aufnehmen, später, wenn ich Zeit finde. Sportanlagen aus Holz. Im Sommer oder bei gutem Wetter habe ich besser gesagt die Kinder gesehen, die hier gerne spielen. Jetzt ist es noch Frühling, Ende April, aber im Sommer kann man hier Sport treiben. Und dieser Pfad, dieser Weg führt
zum Lebensmittelgeschäft. Monetka heißt die Kette. Dort gibt es bessere Auswahl an Lebensmitteln. Da drüben kann man schon diese Siedlung Solovje sehen. Hört ihr das Flugzeug? Ja, es gibt den Lärm von Flugzeugen, aber das stört nicht. Zum Beispiel hier kann man Sport treiben, sehr praktisch. Sport ist gut für die Gesundheit. Also liebe Freunde, danke, dass ihr meinem Kanal treu bleibt. Ich hoffe, meine Videos gefallen euch. Ich freue mich auf eure Likes und Kommentare, die sind wichtig für die Entwicklung des Kanals. Solange ich noch in Novosibirsk bin, möchte ich noch einige Videos von der Stadt machen. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann, tschüss!